Die malerische Kulisse der ungarischen Hauptstadt trügt, denn die Kunstszene steht unter Druck einer autoritären Politik. Dagegen wehrt sich die Off-Biennale Budapest. Mit Symposien wie The Season of Darkness kämpfen die KulturaktivistInnen gegen die Dunkelheit der politischen Gegenwart. Nur diese Begegnungen und die Zusammenarbeit können uns gerade retten. Das und der Krieg in der Ukraine sind im Moment die beiden großen Faktoren für uns. Nicht nur für unser Symposium, sondern auch in unserem Alltag. Im Notchesfehl, einem unabhängigen Kulturort, liefen 3 Tage lang Präsentationen und Panels. Das kuratorische Team der Off-Biennale besteht aus 6 Frauen. Eine davon, Halina Khashoggi, hatte 2013 die Idee einer Alternativ-Biennale gegen die dominierende Staatskunst. Teilnahmebedingung für die Künstler, kein Geld von der Regierung anzunehmen. Gar nicht so einfach. In Osteuropa haben Künstler und Kuratoren nicht wirklich die Möglichkeit, den Staat zu boykottieren. Es ist ziemlich unmöglich als Individuum, aber ein Projekt kann es schaffen. Ich denke, das war der Charme der Off-Biennale. Deswegen haben viele Leute so positiv reagiert. Es fühlte sich einfach gut an, anzufangen, etwas zusammen auf die Beine zu stellen. Dieser Ansatz schlägt Wellen. 2022 werden sie zur Documenta eingeladen. Für die Schau in Kassel entwirft und baut das Off-Team gemeinsam mit Schülern und dem Designkollektiv Recetas Urbanas eine Brücke aus Recyclingmaterial. Die Zeit auf der Documenta war großartig. Es war einfach echt. Nicht nur während der ersten 100 Tage, wo wir Kinder, Studenten, Familien und Nachbarn eingeladen haben, mitzumachen. Dieser Prozess, der oft unsichtbar für die Besucher ist, war für mich das Schönste. Die Erfahrung, etwas zusammen zu bauen. Etwas gemeinsam aufbauen ist das Leitmotiv des Budapester Teams. So läuft während des Symposiums eine internationale Ausstellung über Gewalt gegen Frauen. Und es gibt ein Treffen eines neuen Kollektivs kleiner Biennalen aus Prag, Kiew, Warschau, Riga und eben Budapest. Die sogenannte Eastern European Biennial Alliance. Keiner von uns hat eine Infrastruktur, die uns langfristig am Leben erhält, wie große Institutionen. Deshalb müssen wir alles zusammenwerfen, was wir haben. Erfahrungen, Ressourcen, Wissen, Netzwerk. Durch den Ukraine-Krieg rückt man noch enger zusammen. Teile der nächsten Kunstbiennalen in Osteuropa sollen in Zukunft gemeinsam gestaltet werden. Serja Klimko plant die nächste Kiew-Biennale schon in diesem Herbst. Er will die lokale Kunstszene wiedervereinen. Es ist sehr wichtig, die Künstler, die das Land verlassen mussten, wieder mit der aktuellen Kulturszene Kiews zu verbinden. Sie sollen sich mit den Themen auseinandersetzen, die sie vor dem Krieg beschäftigt haben, aber auch mit denen, die den Menschen wichtig sind, die geblieben sind. Ein roter Faden ist für die Off-Biennale, marginalisierte Gruppen sichtbar zu machen. Das Roma-MoMA ist ein Langzeitprojekt. Kunst und Aktivismus von und mit Sinti und Roma. Ziel ist kein physisches Museumsgebäude für Roma-Kunst, aber die Roma sind überall in Europa und darüber hinaus verstreut. Es geht also eher um eine andere Museumspolitik und die Anerkennung des Beitrags der Roma für unsere Kultur. Wie die Performance von Luna de Rosa, eine Romni aus Italien. Sie zeigt die Verbindungen von uns allen zu den Roma auf, in einem immer nationalistischer werdenden Klima. Obwohl Roma ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sind, haben sie weniger Gelegenheiten, ihre großartigen Werke zu zeigen und mit Communities zu teilen. Ich denke, die Off-Biennale Leute machen das toll, weil sie versuchen, viele unterschiedliche Menschen zu erreichen. Von Anfang an unterstützt das Goethe-Institut Budapest die Off-Biennale. Und in diesem Jahr erhält das Team die Goethe-Medaille für die Unabhängigkeit freier KünstlerInnen und deren Vernetzung in ganz Europa.
Eine Ehre, die den geerdeten Kunstvermittlern sicher nicht zu Kopf steigen wird. Wir hoffen immer, dass wir eine Art Turbulenz, einen kleinen Sturm auslösen. Oft sind wir sehr engagiert und investieren viel, aber es passiert nichts. Ich bin sehr gespannt, ob eine Goethe-Medaille genug ist, um eine Turbulenz auszulösen. Wir werden sehen. Gemeinsam durch den Sturm. Im Osten Europas vereinen sich die unabhängigen Biennalen. Zusammen werden Themen gesetzt. Ganz vorne mit dabei die Off-Biennale Budapest.